So, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid ja ein bisschen weiter weg und jetzt nicht hier gerade um die Ecke. Gell? Sagt doch erstmal, wer ihr seid und wo ihr seid vor allem auch. Ja, hallo, Hallo, grüß Gott. mein Name ist Andreas. Und ich bin Svetlana. Wir sind eine österreichisch-russische Familie und wir leben in Dagestan. Dagestan, das ist in Russland, aber viele Leute denken, das ist ein ganz andere Land, ja. Und wir sagen, das ist Land, wunderschönes Land der Berge. Aber gibt in Russland. Dagestan ist der südlichste Teil Russlands, also der zwischen Kaspischen Meer und Kaukasus liegt diese Region. Und wir sind dorthin gezogen, weil es einfach unheimlich schön dort ist und es gefällt uns sehr, sehr gut. Das hat ja, was ich an den Bildern gesehen habe, eigentlich alles. Ne? Es hat eine Küstenregion und es hat tolle Berge und es gibt auch noch ein paar Städte, wo man ein bisschen was erleben kann. Ja, also Dagestan hat natürlich die Küste des Kaspischen Meeres, wobei große Teile noch wild sind. Das heißt, man kann super schön wild stehen, wild campen. Schwimmen auch. Schwimmen auch. Das Kaspische Meer hat nur einen Das ist wichtig für Frauen. Wer macht Reise, ja. Das ist wie Duschen, weil diese Meer nicht so salzig, ja. Nicht so viel Salz, ja, das ist echt toll. Und dann haben wir natürlich noch die Berge des Kaukasus mit wunderschönen Gipfeln, Gletschern, Canyons, die sich über die Jahrmillionen geformt haben. Und das Wichtigste in Dagestan sind eigentlich die Leute. Die Einheimischen sind unheimlich gastfreundlich und freuen sich über Besucher, besonders über ausländische Besucher. Es gibt in Dagestan noch kaum Tourismus, der ist erst gerade im Entstehen. Und deswegen ist man dort als Reisender, wird man nicht als Tourist gesehen, sondern ja, eben als Gast empfangen. Ja. Wir waren in Dagestan vor einigen Jahren selber auf Sommerurlaub mit dem Auto unterwegs, mit dem Camper unterwegs. Mit UAS auch. Das war auch UAS Buchanka. Der Gedanke, wieder zurückzukehren, hat uns einfach nicht mehr losgelassen. Und als wir dann die Möglichkeit hatten, sind wir nach Dagestan fix gezogen und arbeiten jetzt eben im Tourismus und ermöglichen anderen Gästen, das Land so schön, so authentisch zu erleben, wie wir es eben erleben durften und dürfen. Und ihr macht das mit besonderen Autos, ne? Also ihr stellt euren Gästen einen Geländewagen zur Verfügung und nicht irgendeinen, sondern die Legende. Ja, das ist legendäre Auto, ja, legendäres Auto. Wir haben selber vor einigen Jahren unseren ersten UAS-Bus gekauft als Familienauto und weil wir selber gerne unterwegs sind, in der Natur campen an den Wochenenden und den eben Schritt für Schritt umgebaut zum Camper. Und für uns einfach das ideale Auto, um im ruralen Russland, im ländlichen Teil Russlands unterwegs zu sein. Robust, viel Platz, wenn man sie dementsprechend wartet, sehr zuverlässig, also klasse Autos für uns. Ja, und genug Platz für Kinder auch. Wir haben 2 Kinder und das ist genug. Vielleicht dritte werdet und genug werdet auch Platz in dieses Auto. Wie muss man sich einen Urlaub bei euch vorstellen? Unsere Gäste kontaktieren uns und wir telefonieren dann und stellen eben individuell eine Route zusammen, die eben genau für unsere Gäste passt. Wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt länger am Strand sein, die Küste, das Meer, dann nehmen wir darauf Rücksicht. Wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt in die Berge, Bergsteigen, da muss ein Gipfel über 4000 Meter dabei sein. Kein Problem, in Dagestan ist das alles möglich. Und wir empfangen dann die Gäste am Flughafen, weisen sie gleich in das Auto ein. Also für uns steht an erster Stelle die Sicherheit unserer Gäste. Deswegen nehmen wir uns etwa einen halben Tag Zeit und machen mit unseren Besuchern Offroad-Fahrtraining. Das heißt, es geht an den Strand, wo wir uns einmal ordentlich einbuddeln. Es geht dann weiter in die Berge, eben wirklich Offroad. Aber was ist wichtig? Er hat nicht gesagt, ja, Essen, dagestanische Essen, ja. Unsere Gäste werden essen. Das ist wichtig. Weil in Dagestan so tolle traditionelle
Food, Essen, ja. Ja, traditionelles Essen. Das ist echt, wir haben nur in Dagestan getroffen, so viele Varianten, ja, und so leckere. Ja, und nach dem Fahrtraining, das Wetter richtig, gibt es natürlich eine Einladung zu uns nach Hause, wo unsere Besucher mit traditionellem dagestanischen Essen empfangen werden, wo wir die genaue Route noch einmal durchgehen. Wir haben ein eigenes Handbuch für unsere Gäste vorbereitet, auf Deutsch und auf Englisch sogar, weil wir auch internationale Gäste eben nicht nur aus Deutschland haben. Und so bestens vorbereitet geht es dann eben los. Unsere Gäste packen dann eben zusammen. Wenn sie wünschen, gehen wir auch noch mit ihnen einkaufen. Und dann geht's los eben. 10 Tage, 12 Tage, 14 Tage sind unsere Gäste dann unterwegs, um eben die schönsten Plätze in Dagestan zu erkunden. Jetzt war ich ja selber auch schon in Russland und in Kasachstan und da gibt es ja so eine ganz eigene Campingkultur, nämlich es gibt keine keine Campingplätze, sondern man stellt sich dahin, wo es schön ist und es wird allgemein akzeptiert. Das ist ja das Tolle auch. Ne? Ja, das gleich wie in Dagestan, ja. Und wie ist es mit der Sprache? Muss ich Russisch können? Komme ich mit Google Übersetzer zurecht, mit Händen und Füßen? In Dagestan spricht nicht jeder Englisch und Deutsch. Ja? Also wir haben wirklich uns viel Mühe gemacht, eben ein Netzwerk aufzubauen an Leuten, die eben die Sprache können, die mit Gästen, die Gäste sehr gerne zu Hause empfangen wollen. Und also 1, 2 Besuche eben traditionell bei einer dagestanischen Familie ist bei unseren Reisen immer dabei. Ja, und was ist wichtig auch, nicht alle Leute sprechen auf Russisch auch, weil in Dagestan gibt es mehr als 30 Sprachen. Für viele Einheimische, die lernen Russisch auch erst in der Schule und sprechen eben zu Hause in den Dörfern ihre eigene Sprache. Also Dagestan ist eben bietet auf kleinstem Raum ja, so viele verschiedene Eindrücke, so viele verschiedene Kulturen, Geschichten, Sehenswürdigkeiten. Es gibt eben hier bei uns auf etwa 200 mal 200 Kilometer eben alles, ja, von den unterschiedlichsten Kulturen, Handwerken, Wasserfälle, Canyons, die Küste, Tiere, Museen und eben überall diese herzlichen Einheimischen, die eben die traditionelle Gastfreundschaft eben wirklich hochleben lassen. Nochmal zurück zu euren Campern. Wie ist es denn, wie sind die denn ausgebaut und macht ihr das selber oder? Ja, unsere Autos, wir bauen, also ich baue die selber aus, weil es für uns eben wichtig ist, dass die Camper wirklich nicht nur komfortabel sind, also wir haben da mehrere Iterationen schon hinter uns, wo wir eben Sachen getestet haben und dann auch einiges wieder verworfen haben, das eben bei unseren Testern nicht so gut angekommen ist. Wir haben mittlerweile eigens angefertigte Matratzen, wir haben eben die Küche und so weiter, alles schon optimiert. Kühlschrank, alles da. Also wir wollen wirklich, dass sich unsere Gäste so wohlfühlen wie wir, wenn wir eben mit dem Auto unterwegs sind. Die Busse haben auch Standheizung alle, also es ist überhaupt kein Problem, dass man mal höher in den Bergen übernachtet. Es ist immer wohlig warm und immer trocken. Ja, was ist wichtig? Ja, wir lieben so diese Reise, ja, wie in Bus und du kannst fahren und alles frei, ja. Und wir möchten für unsere Gäste diese Liebe geben. Das ist wichtig, ja. Und es ist überhaupt kein Problem übrigens mit den OAS-Bussen zu fahren, weil die schauen zwar, also das Design ist eben vor einigen Jahrzehnten entwickelt worden, aber die Technik ist mittlerweile modernisiert worden. Das heißt, es gibt Servolenkung, es gibt Scheibenbremsen, ABS und so weiter eingebaut. Also sie fahren sich wie ein ganz normales Auto. Das ist ja auch Teil des Spaßes, oder? Dass man auch mal mit einem fremden Auto Gelände fahren kann. Wo gibt es das schon? Ne? Ja, also bei uns ist ausdrücklich Offroad-Fahren, Geländefahren abseits der Straßen erlaubt und erwünscht. Wann ist die beste Reisezeit aus eurer Sicht? Ja, wir haben ein warmes Klima, ähnlich wie in Kroatien. Reisen ist das ganze Jahr möglich.
Ja, also jede Jahreszeit hat ihre besonderen Reize, so wie im Frühjahr, wenn natürlich die Wasserfälle durch die Schneeschmelze am mächtigsten sind, dann beginnt alles zu blühen und es ist ein wunderbarer Frühling. Im Sommer ist natürlich bestes Badewetter, bis dann haben wir einen langen Herbst bis in den Oktober hinein, wo eben das Land sich langsam verfärbt, die Wälder wunderschön sind und dann auch im Winter kann man wunderbar Dagestan bereisen. Es ist eben immer trocken. Wir haben ein mediterranes Klima, trocken und relativ mild. Also sobald man wieder reisen darf, werde ich mir das Ticket holen, dann komme ich euch besuchen. Ja, super. Ja, Wir freuen uns, ja. Du bekommst ja unseren monatlichen Newsletter. Sobald sich bei den Grenzen was tut, schreiben wir das natürlich. Und wir haben natürlich viele Gäste, die jetzt genauso wie du warten, dass die Grenzen wieder aufgehen. Wir hatten dieses Jahr natürlich durch Corona nur Gäste, die schon in Russland waren. Das heißt, wir hatten Gäste, die in St. Petersburg, in Moskau wohnten und die uns dann besucht haben und begeistert waren. Also wir blenden dann auch nochmal eure Adresse ein, damit man auf eurer Webseite sich angucken kann. Und dann kann man mit euch ja direkt Kontakt aufnehmen. Und wir haben ja auch schon telefoniert, also es ist überhaupt keine Schwierigkeit, auch mit entfernteren Gegenden über WhatsApp in persönlichen Kontakt zu treten. Natürlich gibt es bei uns auf der Webseite auch Aufnahmen, wie unser Camper genau ausgebaut wurde. Und ihr habt ja auch ein super Video über den UAS-Bus schon gemacht, Video Nummer 68, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo ihr euch denn aus der Nähe ausschaut. Ja, wir fragen jeden, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdet ihr für ein Auto nehmen? Ich glaube, wir würden uns einfach sehr viele UAS-Busse kaufen. Weil für uns es ist einfach das ideale Campingfahrzeug, weil wir die Geländegängigkeit wirklich ausnutzen, ja. Und nachdem wir in Russland leben, ist es eben überhaupt kein Problem, diese Fahrzeuge zu halten und zu warten und so weiter. Also wir sind ja selber, wenn wir eben längere Touren fahren, wir sind da mit 2 Bussen unterwegs sogar. Das Wetter fährt einen, ich fahre einen und wir haben somit immer ein Erwachsenenzimmer und ein Kinderzimmer mit. Ja. Ja, schön. Ja, danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja, sehr gerne. Und wenn eben Leute neugierig geworden sind, Sveta postet regelmäßig Fotos und Stories aus Dagestan eben auf unser Instagram-Profil. Ja, unser Instagram-Nick ist natürlich uaz.family auf Englisch, also uaz.family. Okay, ihr beiden. Super. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit. Genießt es noch ein bisschen mit Family und Dankeschön. Guten Rutsch und im nächsten Jahr werden wir uns persönlich kennen. Besser. Dankeschön vielmals für eure Zeit, für die Einladung.